Hallo und willkommen zu meinem allerersten Video bei YouTube. Um es mir selbst und vielleicht auch euch leichter zu machen, möchte ich mich im Folgenden hauptsächlich an einem vorbereiteten Skript orientieren. Allerdings kann ich trotzdem leider aus Zeitgründen vieles hier nur andeuten. Ich bitte dafür um euer Verständnis. Mein Name ist Stefan Bayer. Ich bin Diplompädagoge und unter anderem Trainer in einer Methode namens Focusing, die im Folgenden auch eine wichtige Rolle spielen wird. Insgesamt geht es in diesem Video darum, wie wir unser persönliches Potenzial verwirklichen und/oder uns ganzheitlich entwickeln können, aber auf eine möglichst selbstbestimmte, spielerische, mit Spaß oder Freude verbundene Weise. Ich möchte dazu meine eigene derzeitige Übungspraxis beschreiben, die sich als eine Version von Ken Wilbers integraler Lebenspraxis verstehen lässt, und ich möchte für die Darstellung auf Wilbers gleichnamigem Buch aufbauen. Das Buch hat also den Titel Integrale Lebenspraxis und im Untertitel stehen als die wichtigsten Ziele dieser Lebenspraxis körperliche Gesundheit, emotionale Balance, mentale Klarheit und spirituelles Erwachen. Wilber und seine 3 Co-Autoren Terry Patten, Adam Leonard und Marco Morelli haben dazu die ihrer Meinung nach besten aller verfügbaren transformativen Methoden zusammengetragen. In meiner Version übernehme ich einige von Wilbers Empfehlungen, ich wandle aber auch einiges ab und füge einiges hinzu. So ergänze ich einige wichtige Methoden, die bei Wilber nicht vorkommen. Außerdem hat sich bei mir eine zusätzliche Übungsweise ergeben, bei der ich mit Elementen unterschiedlicher transformativer oder lebensfördernder Methoden improvisiere, und zwar so ähnlich wie man bei einer freien Musikimprovisation Klänge oder Melodien oder Rhythmen kombiniert oder bei einer Tanzimprovisation einzelne Bewegungen. Diese Idee hat bei mir den persönlichen Hintergrund, dass ich in meiner Jugend mal freie Musikimprovisation beziehungsweise Free Jazz gespielt habe, und später habe ich auch mal eine Zeit lang Kontaktimprovisation gemacht, also eine Tanzimprovisation. Alle diese Formate, bei denen ich sehr weitgehend machen durfte, was ich wollte, haben mir immer großen Spaß gemacht. Was ich jetzt mache, ist also eine Art Methodenimprovisation oder integrale Improvisation, bei der ich mir ebenfalls erlaube, weitgehend das zu machen, was ich gerade möchte. Angesichts meiner Assoziation mit Musik und Tanz kann ich mir übrigens auch vorstellen, dass die Idee der Methodenimprovisation nicht nur die integrale Übungspraxis bereichern könnte, sondern auch die Kunstszene. Ich denke dabei zum Beispiel an Performancekunst, also Fluxus und dergleichen. Meine übergeordnete Gesamtpraxis besteht aber nicht nur aus der Improvisation, sondern schon auch aus längeren Einheiten einzelner Methoden, also Übungen in Sessionlänge, also zum Beispiel 30 Minuten, die ich jeweils einer Methode widme. Die Sessions erlauben mir, sozusagen in die Tiefe zu gehen, während die Improvisation eher in die Breite geht. Allerdings habe ich für meine Version solche Methoden ausgewählt, die ich auch in Sessionlänge eher angenehm finde, die also insofern ebenfalls möglichst viel Spaß oder Freude machen. Außerdem ist es mir wichtig, gerade wenn ich hier die jeweiligen Methoden ja auch empfehle, dass man sie möglichst alleine üben kann
und dass sie mehr oder weniger kostenfrei oder kostengünstig sind, sodass man für eine Session nicht unbedingt zu einem Experten gehen muss. Damit meine ich natürlich nicht, dass es ganz sinnlos ist, zu einem Experten zu gehen. Das kann natürlich zusätzlich hilfreich sein. Ich möchte im Folgenden zunächst das Methodenrepertoire vorstellen, das ich sowohl für Sessions als auch für die Improvisation benutze. Dabei möchte ich mich an einer Einteilung in Wilbers Buch orientieren, bei der er verschiedene Übungsbereiche, sogenannte Module, unterscheidet. Später werde ich dann auf die Improvisationsidee zurückkommen. Wie schon gesagt, hat Wilber die Hauptziele körperliche Gesundheit, emotionale Balance, mentale Klarheit und spirituelles Erwachen. Und zu jedem dieser Ziele gehört ein sogenanntes Kernmodul. Es gibt also zur körperlichen Gesundheit ein Körpermodul, zur emotionalen Balance ein sogenanntes Schattenmodul, dann ein Mindmodul zur mentalen Klarheit und ein Geistmodul zum spirituellen Erwachen. Daneben gibt es bei Wilber auch noch optionale Ergänzungsmodule, von denen ich persönlich das sogenannte Kommunikationsmodul am wichtigsten finde. Diese insgesamt 5 genannten Module möchte ich zunächst der Reihe nach durchgehen. Ich möchte mit dem Schattenmodul anfangen, mit dem auch Wilber in seinem Buch beginnt, weil er es für besonders wichtig hält. Er empfiehlt dazu vorwiegend einen sogenannten 3-2-1-Prozess, anhand dessen ich das Prinzip der Schattenarbeit vielleicht ganz gut erklären kann. Die Zahlen 3, 2 und 1 beziehen sich dabei auf die 3 persönlichen Fürwörter Singular, RCS, Du und Ich. Bei der Schattenarbeit gehe ich von etwas aus, was mir wie ein RCS erscheint, und zwar als ein feindseliges und unverständliches RCS, mit dessen Hervorbringung ich meiner Meinung nach nichts zu tun habe. Beispiele sind ein Monster, von dem ich geträumt habe, ein toxisch erscheinender Mitmensch oder eine Schreibblockade. Das Ziel der Schattenarbeit ist es, aus diesem feindlichen Objekt irgendwie eine freundliche, bereichernde Ressource für mich abzuleiten, sodass das Objekt typischerweise verschwindet, sich zu etwas Positivem verändert und/oder in einem anderen Licht erscheint. So könnte sich zum Beispiel aus der Arbeit mit dem Monster im Traum eine Art Durchsetzungsfähigkeit ergeben oder die Freude daran, mich für mich selbst einzusetzen, die mir gegebenenfalls vorher gefehlt hat. Dieser Prozess von dem RCS dritte Person zum Ich erste Person kommt nach Wilbers Schema dadurch zustande, dass ich mit dem RCS probeweise wie mit einem Du, also einer zweiten Person, umgehe, indem ich einen Dialog oder eine Interaktion damit habe. Der Zweck der Schattenarbeit ist also letztendlich die Entwicklung einer Ressource für mich, mit anderen Worten, die Entwicklung von etwas, das in meinem Leben gerade fehlt, was ich nicht lebe, was aber mein Leben bereichern könnte. Ich persönlich finde dazu die Focusing-Methode ideal und daher verwende ich sie, man könnte sagen, anstelle der Schattenarbeit, man könnte aber auch sagen als Schattenarbeit. Man kann nämlich mit Focusing einerseits sehr gut an typischen Schattenthemen wie Monstern in Träumen, toxischen Beziehungen oder inneren Blockaden arbeiten. Focusing enthält aber noch weitere Möglichkeiten, mit denen das Ziel der Schattenarbeit auch erreicht werden kann, ohne sich unbedingt um Feindliches kümmern zu müssen. Ein Thema von Focusing kann zum Beispiel auch etwas sein, was man sehr mag. Man spricht dann von positivem Focusing und auch daraus kann sich überraschend Neues und Bereicherndes ergeben.
Was den Stellenwert von Focusing in unserer gegenwärtigen Zeit angeht, besteht meiner Meinung nach ein krasses Missverhältnis zwischen dem Nutzen der Methode und dem Ausmaß, in dem sie allgemein bekannt und verstanden ist. Außerdem spielt Focusing in meiner integralen Übungspraxis nicht nur bei der Schattenarbeit eine wichtige Rolle. Daher möchte ich es an dieser Stelle etwas ausführlicher erklären als einige andere der in diesem Video erwähnten Methoden. Entwickelt wurde Focusing von einem gewissen Eugene Gentlin, der 1926 in Wien geboren wurde und 2017 in New York gestorben ist. Er studierte und lehrte an der Universität Chicago und war außerdem Schüler und Mitarbeiter von Carl Rogers, dem Begründer der personenzentrierten Therapie. Die Methode beruht auf einer These, die auf den ersten Blick etwas esoterisch erscheinen mag. Man könnte sie mit einem Slogan ausdrücken, der früher mal der Titel eines Buches über Focusing von Martin Siems war: Dein Körper weiß die Antwort. Nun würden die meisten Menschen in unserer Kultur zwar zugestehen, dass ein Körper sogenannte körperliche Bedürfnisse kennt und uns zum Beispiel durch Hunger oder Müdigkeit darauf hinweisen kann, vielmehr aber auch nicht. Daher möchte ich zuerst erklären, wie oder in welchem Sinn der Körper auch die Antwort oder die Lösung für meine Probleme kennen kann, gerade auch in Situationen, bei denen ich mit meinen Überlegungen sozusagen am Ende bin. Ich glaube, das lässt sich recht leicht von einigen Erfahrungen ableiten, die eigentlich jeder schon mal hatte. Nehmen wir zum Beispiel an, mir begegnet eine Frau, die ich kenne, deren Vorname mir aber nicht einfällt. Dann kann es sein, dass ich irgendeine Idee dazu habe, zum Beispiel, dass der Name irgendwie mit N anfängt, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Dann schlage ich mir vielleicht selbst probeweise einige Namen vor, die mit N anfangen, zum Beispiel Nicole ist es irgendwie nicht, Nadine ist es irgendwie auch nicht, klingt aber irgendwie näher dran. Und dann fällt mir ein, Sabine, ja, so heißt sie. Und irgendwie hatte ich in dem Beispiel sogar mit meiner Vermutung recht, dass ein N im Namen vorkommt, nur steht das N doch nicht am Anfang. Trotzdem weiß ich jetzt, die Frau heißt Sabine. Jetzt kann ich euch ja mal fragen, woher wisst ihr, wenn sowas bei euch vorkommt, dass manche Namen, die ihr euch vorschlagt, nicht richtig sind, dass aber ein anderer Name stimmt? An die Situation, in der die Person uns ihren Namen gesagt hat, können wir uns ja in der Regel nicht mehr erinnern. Also, woher wissen wir das? Meine Antwort ist, dass ich es dadurch weiß, dass ich bei den falschen Namen ein Störgefühl habe, bei dem richtigen jedoch ein Gefühl von Stimmigkeit. Diese Gefühle fühle ich natürlich irgendwie und das heißt irgendwie, wenn auch sehr subtil, körperlich. Und das bedeutet, mein Körper im Sinne meines fühlbaren Körpers kennt so was wie Namen. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass mein Körper eine Antwort kennen kann und mehr wissen kann als in dem Moment mein Denken. Nun sind Namen natürlich etwas sehr Einfaches. Es kann aber auch sein, dass ich über sehr komplexe Zusammenhänge spreche, etwa bei einem freien Vortrag. Aber auch da gibt es das Phänomen, dass ich ein Störgefühl bekomme, wenn ich merke, dass ich nicht gut oder nicht genau genug sage oder gesagt habe, was ich meine, und umgekehrt ein Gefühl von Stimmigkeit, wenn mir dies gelingt oder gelungen ist. Der Körper kennt also nicht nur Namen, sondern auch komplexere kognitive Inhalte.
Ich kann aber auch ein Störgefühl haben, wenn ich mich in einer Situation nicht authentisch verhalte. Oder ich kann ein gefühltes Unbehagen haben angesichts eines bestimmten Jobs oder angesichts einer Beziehung oder irgendeiner Lebenssituation. Und umgekehrt kann ich ein Gefühl von Stimmigkeit haben, wenn die Dinge für mich stimmen oder passen. Es ist aber auch nicht so, dass mir der Körper im Sinne des Körpergefühls nur Ja- oder Nein-Signale geben kann, sondern der Körper kann auch die Quelle von Inhalten sein. Das merke ich auch an dem Beispiel mit meinem Vortrag, wenn ich irgendwie unzufrieden mit dem bisher Gesagten bin. Wenn ich neue, bessere Formulierungen finden möchte, muss ich mich auf mein nonverbales Wissen von dem, was ich eigentlich sagen möchte, beziehen, zu einer Art gefühlten Bedeutung davon. Focusing ist nun, allgemein ausgedrückt, die Methode oder Kunst des sich Beziehens auf mein nonverbales Wissen dieser Art, nicht unbedingt nur, wie in dem letzten Beispiel, zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, sondern allgemein zu dem, was als Nächstes geschehen sollte oder zu dem, was ich bräuchte. Und daher kann Focusing auch den Zweck der Schattenarbeit erfüllen, herauszufinden bzw. zu entwickeln, was ich gerade nicht lebe, aber besser leben sollte oder könnte. Praktisch kann man beim Focusing damit anfangen, dass man ausdrücklich den Körper zu einem Problem, einem Thema oder auch zu der gegenwärtigen Situation fragt, wie sich das Thema als Ganzes anfühlt. Ich kann also ausdrücklich fragen, an meinen Körper gerichtet: „Lieber Körper, wie fühlt sich dieses Problem mit allem, was damit zusammenhängt, an?“ Dann muss ich allerdings ein bisschen warten, oft bis zu einer Minute, bis zu dem Thema ein Körpergefühl entsteht, das man ein Felt Sense nennt. Wenn man das so ausführlich macht, hat man meistens ein noch viel deutlicher körperliches Gefühl als bei den Alltagsbeispielen mit dem Namen und der Rede, bei denen man ja auch nicht eine Minute wartet. Die Alltagsbeispiele dienten also nur als erster Hinweis auf die Tatsache körperlichen Wissens. Außerdem sind die Ergebnisse bei der ausführlicheren Version öfter im positiven Sinn revolutionär und neuartig. Sie übersteigen deutlich das, was wir vorher gedacht haben und denken konnten. Der Ort im Körper, an dem der Feldsens typischerweise am leichtesten fühlbar ist meist die Körpermitte, also der Brust-, Bauch- und Halsbereich. Oft fluktuiert das Gefühl erst eine Weile, bis es sich dann zu einem beständigeren Feldsens auskristallisiert, sozusagen geliert, also wie Gelee wird. Und auch dann hat der Feldsens typischerweise eine Qualität von etwas Unklarem, schwer zu Sagendem. Mit diesem Feldsens kann man dann weitermachen, indem man zum Beispiel eine freundliche Haltung dazu einnimmt und weitere Fragen stellt, wie etwa: „Was ist das Schlimmste an der ganzen Sache?“ oder „Wie würde es sich anfühlen, wenn das Problem irgendwie gelöst wäre?“ Wenn man keine freundliche Haltung einnehmen mag, sollte man sich übrigens nicht dazu zwingen, sondern eher das Gefühl des Nicht-freundlich-sein-Mögens zum Thema machen. Eine Focusing-Session sollte sich während der gesamten Zeit überwiegend angenehm anfühlen, auch wenn das Thema etwas Unangenehmes ist. Es gehört zu der Methode, darauf zu achten bzw. dafür zu sorgen, dass dies der Fall ist. Ein Felsens ist etwas grundsätzlich anderes als Emotionen, die sehr schnell auftauchen, etwa Ärger, Wut, Hass, Ekel
oder Angst, und ein Feldsens ist auch etwas anderes als selbstkritische Gefühle wie Scham oder Schuld. Diese Emotionen und die Selbstkritik zeigen lediglich an, dass irgendein Problem besteht. Sie enthalten jedoch keine Lösung und sind meist unproduktiv oder kontraproduktiv. Wenn man anderen Personen gegenüber seinen Ärger über sie rauslässt, bereut man das meist nachher. Ich finde es sehr unglücklich, dass in unserer Kultur Gefühle meistens mit solchen Emotionen gleichgesetzt werden, was vermutlich auch zur Verkennung von Focusing beiträgt. Man denkt gewöhnlich entweder, dass alles Fühlbare irgendwie primitiv sei und sozusagen nicht zu einem rationalen Diskurs beitragen könne, oder man denkt, Gefühle seien etwas zum Rauslassen, sonst würden sie sich anstauen und das sei ungesund. Das Fühlen eines Feldsenses beim Focusing führt aber weiter als der gewohnte rationale Diskurs. Er ist, um Begriffe von Ken Wilber zu benutzen, transrational oder postrational, also mehr als rational. Dieses Wissen um einen Feldsens und den Umgang damit erwähnt Wilber im Zusammenhang mit seiner 3-2-1-Methode leider gar nicht. Ohne einen Feldsens besteht aber die sehr wahrscheinliche Gefahr, dass man mit Wilbers Methode nicht über spekulative Einsichten und gut gemeinte Vorsätze hinaus gelangt. Wenn man es einmal verstanden und erlebt hat, ist Focusing eigentlich sehr einfach. Es ist im Kern einfach ein geduldiges Nachspüren nach einer gefühlten Bedeutung zu einem Thema oder einer Situation. Es ist allerdings meist so, dass man es aus Büchern alleine nicht unbedingt gut lernen kann. Allerdings kann man Letzteres durchaus mal probieren. Meist ist es hilfreich, sich am Anfang von einer Person helfen zu lassen, die Focusing kennt. Wenn man mit dem Prozess dann vertrauter ist man dafür nicht unbedingt auf Experten angewiesen, da man es dann auch als Selbsthilfemethode oder im sogenannten partnerschaftlichen Focusing als Laienhilfemethode verwenden kann. Darauf komme ich bei dem Kommunikationsmodul noch zurück. Was Bücher angeht, finde ich das Buch Focusing von Gentlin als Einstiegsbuch bei weitem am besten. Elemente, die ich von Focusing für die Improvisation entnehmen kann, können einmal Teile der Methode sein, zum Beispiel einfach eine Minute lang spüren, wie es mir geht und passende Worte dazu suchen. Für die Arbeit mit Träumen, Stichwort Monster, gibt es beim Focusing noch spezielle methodische Elemente, die ich auch als Elemente für die Improvisation verwenden kann. Dazu hat Gentlin ebenfalls ein, wenn ihr mich fragt, wundervolles Buch geschrieben mit dem Titel „Let Your Body Interpret Your Dreams“, auf Deutsch „Dein Körper, dein Traumdeuter“. Die Arbeit mit Träumen wäre also Focusing als Schattenarbeit, das heißt mit typischem Schattenmaterial. Was Elemente für die Improvisation angeht, kann ich dafür aber auch Ergebnisse früherer Focusing-Sitzungen verwenden. Ich habe ein kleines Heft, eine Art Vokabelheft, in dem ich mir sozusagen starke Begriffe oder Sätze notiert habe, die mir in Focusing-Sitzungen gekommen sind. Ich kann also einfach in diesem Heft blättern, bis ich ein früheres Ergebnis finde, das mich jetzt immer noch oder erneut berührt, und dann kann ich im Rahmen der Improvisation einige Sekunden oder eine Minute lang den damit verbundenen Feldsens fühlen. Ein häufiges Ergebnis in meinen Focusing-Sitzungen und auch in den Prozessen von Leuten, die ich begleitet habe,
ist ein Quintessenz von Selbstliebe. Ich verstehe darunter übrigens nicht eine Einstellung, in der ich mich selbst narzisstisch bewundere, sondern eher eine, bei der ich mir trotz meiner Schwächen von Herzen alles Gute wünsche. Mein Repertoire für die Improvisation enthält daher auch Elemente, die gefühlte Selbstliebe thematisieren. So viel also zum Schattenmodul. Ich komme jetzt zum Körpermodul. Wilber geht diesen Bereich in seinem Buch etwas ungewöhnlich an, indem er eine östliche Einteilung in 3 Körper übernimmt. Demnach gibt es einen grobstofflichen Körper, einen Subtilkörper und einen Kausalkörper. Der grobstoffliche Körper ist sozusagen der konventionell verstandene Körper im Wachzustand. Der Subtilkörper ist zum Beispiel der gefühlte eigene Körper im Traum oder etwa bei Nahtoderfahrungen. Und der Kausalkörper ist eher sowas wie die gefühlte Abwesenheit von den beiden anderen Körpern im Tiefschlaf oder positiv ausgedrückt ein Verweilen in reinem Gewahrsein. Eine Praxis des Kausalkörpers ist daher gleichzeitig eine bestimmte Meditationspraxis in dem sogenannten Geistmodul, die ich später beschreibe. Eine Praxis des Subtilkörpers überschneidet sich, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Teil mit Focusing, wo es ja auch um den gefühlten Körper geht, bezieht sich aber auch auf Dehnübungen. Ich finde es interessant, dass Ken Wilber auch eine Kurzübung vorschlägt, bei der sich die Übungen für die 3 Körper überlagern. Das heißt, während man sich den Kausalkörper vergegenwärtigt, kann man sich zeitweise auch noch die eigene Intention vergegenwärtigen, die zum Subtilkörper gehört. Und während man beides aufrechterhält, kann man zusätzlich noch zum Beispiel ein Hanteltraining für den grobstofflichen Körper machen. Diese und ein paar ähnliche Kombinationen in Wilbers Buch haben unter anderem zu meiner Improvisationsidee beigetragen. Als im engeren, also konventionelleren Sinne körperliche Methoden empfiehlt Wilber Trainingsmethoden für Muskulatur und Kreislauf, inklusive Intervalltrainings und ansonsten Hatha-Yoga, Dehnübungen, Qigong und Tai Chi Chuan. Ich persönlich erfülle das Körpermodul in diesem Sinne, indem ich gerne möglichst täglich in der Natur spazieren gehe und ich praktiziere seit meiner Jugend mehr oder weniger regelmäßig eine Kurzform von Tai Chi Chuan. Ich finde Wilbers Empfehlungen zum Körpermodul also nicht schlecht, mir fehlen aber auch hier bei Wilber einige sehr wichtige Methoden. Ich vermisse vor allem sogenannte neurokognitive Ansätze, die im Englischen auch als Bodywork-Methoden bezeichnet werden, etwa Feldenkreis, somatische Integration, Alexander-Technik, Traegering und die Franklin-Methode. Das sind alles sehr sanfte und angenehme Techniken, um die Beweglichkeit, die Haltung und das Körpergefühl zu verbessern. Sie basieren auf dem Prinzip, dass das Nervensystem durch neue Erfahrungen mit Bewegungen etwas lernt und daraufhin die Koordination optimiert. Das hat oft auch starke Auswirkungen auf die Stimmung, da sich der Körper sozusagen leichter und lockerer anfühlt. Ich möchte unter den vorhin aufgezählten Ansätzen vor allem die Methode von Moshe Feldenkrais besonders empfehlen, auch weil sie mithilfe entsprechender Bücher und CDs auch ohne Lehrer praktiziert werden kann. Die genannten Medien stehen in Deutschland auch in vielen öffentlichen Bibliotheken.
Eine Methode, die ebenfalls zu den Bodywork-Ansätzen gehört und die ich noch besonders hervorheben möchte, hat den poetischen Namen der erfahrbare Atem. So heißt eine Form von Atemarbeit nach Ilse Middendorf. Eine Basisübung in dieser Form der Atemarbeit besteht darin, die Atembewegung anhand des Weiter und schmaler Werdens des Körpers wahrzunehmen. Die entsprechende Atemformel lautet: Wir lassen den Atem kommen, wir lassen ihn gehen und wir warten, bis er von selbst wiederkommt. Darauf aufbauend gibt man dann dem Leib bestimmte Anregungen in Form von Berührung, Bewegung, getönten Vokalen oder Konsonanten. Dann spürt man die Nachwirkungen, sowohl die Reaktion der Atembewegung als auch die damit einhergehende Gestimmtheit. Auf diese Weise wird der Atem quasi gewaltfrei, eher eingeladen, sich zu ändern, wenn er denn möchte. Das Wechselspiel zwischen eher aktivem Tun und eher passivem Nachspüren erinnert mich dabei sehr an die Vorgehensweise beim Focusing, wo wir abwechselnd dem Körper zum Beispiel durch eine Frage nach innen ein Thema vorschlagen und dann den Körper antworten lassen. Zu der Atemarbeit gibt es eine sehr schöne, circa einstündige praktische Anleitung bei YouTube zum Mitmachen, die natürlich viel mehr vermittelt, als ich hier sagen könnte. Das Video heißt „Atempause – Atem ganzheitlich erleben“ von Norbert Faller. Ich verlinke es in der Erklärung zu meinem Video. Als weitere Ergänzung zu Wilber möchte ich den in Deutschland allerdings schon relativ bekannten Ansatz von Liebscher und Bracht erwähnen. Er beinhaltet Dehnübungen, Faszienrollmassagen und eine Form von Osteopressur. Für mich persönlich ist dieser Ansatz meine Alternative zu Hatha Yoga, weil er besser auf eine eingeschränkte Beweglichkeit und in der Bevölkerung häufig vorkommende körperliche Beschwerden eingeht. Die Dehnübungen funktionieren auch, wenn man dabei etwas abgelenkt ist. Man kann sie daher auch zum Beispiel auf einem Stuhl oder auf dem Teppich durchführen, während daneben der Fernseher läuft. Diese Möglichkeit hilft mir persönlich sehr, um fast täglich zu üben. Für die Methodenimprovisation bieten die meisten der genannten Körpermethoden eine sehr große Auswahl an möglichen Elementen, da sie aus einer Vielzahl von Einzelübungen bestehen. Ich kann halt sehr viele Bereiche meines Körpers dehnen oder massieren oder bewegen.